Sie zählen zu den größten Fährschiffen der Welt. Gebaut auf 2 deutschen Werften, verbinden sie zweimal täglich das europäische Festland mit Großbritannien. Doch wo verkehren die beiden Schwesterschiffe? Wie viel Platz für Fracht und Passagiere bieten sie? Und welche Annehmlichkeiten davon an Bord erwarten? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fährnews Spotlight. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alles Wichtige zur Stena Britannica und Stella Hollandica zu erfahren. Mit einer Bruttoraumzahl von 64.039 sind die beiden Schwesterschiffe Stena Britannica und Stena Hollandica nach dem Schwesterpaar Color Magic und Color Fantasy die zweitgrößten Passagierfähren nach Raumangebot. Die zunächst als Typ Ro-Pax 55 bezeichneten Fähren wurden im Jahr 2006 von Stena Line bei der deutschen Werft Waden Yards bestellt. Der Gesamtwert des Auftrags belief sich auf rund 400 Millionen Euro. Die Kiellegung beider Schiffe fand am 22. September 2008 statt. Am 7. Juni 2009 liefen beide Schiffe vom Stapel. Gebaut wurden beide Schiffe zunächst auf der deutschen Werft Waden Yards an den Standorten Warnemünde und Wismar. Am 6. Juni 2009 ging die Werft Waden Yards in Konkurs. Hierdurch kam es zunächst zu Verzögerungen beim Bau der Schiffe, da Stena Line den Auftrag aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Waden Yards vorübergehend zurückzog. Es begannen Verhandlungen über die Fertigstellung der Schiffe. Am 12. September 2009 einigten sich dann die Werft und Stena Line auf einen neuen Preis für die Schiffe. Dieser umfasste eine Reduzierung des Preises um 6% bzw. 24 Millionen Euro. Infolgedessen wurden die Arbeiten an beiden Schiffen wieder aufgenommen, obwohl die Werft ihre Mitarbeiter aufgefordert hatte, auf einen Teil ihrer Löhne zu verzichten, um die Wirtschaftlichkeit der Werft wiederherzustellen. Die Stena Hollandica wurde am 7. Mai 2010 an Stena Northsea Ltd., eine Tochter von Stena Roro, übergeben und am 8. Juni 2010 in Hoek van Holland getauft. Die Stena Hollandica verkehrt unter niederländischer Flagge mit Heimathafen Hoek van Holland. Die Stena Britannica folgte ihrer Schwester wenige Monate später. Übergeben wurde das zweite Schiff am 29. September 2010, getauft am 19. Oktober 2010 in Harwich. Die Stena Britannica verkehrt unter britischer Flagge mit Heimathafen Harwich. Beide Schiffe bedienen zusammen seit 2010 die Verbindung zwischen dem an der Mündung des Rheins in die Nordsee gelegenen Hoek van Holland und Harwich im Südosten des Vereinigten Königreichs. Zweimal täglich pro Richtung verbinden beide Fähren tagsüber in 6,5 Stunden bzw. nachts in 9,5 Stunden die Niederlande mit dem Vereinigten Königreich. Die beiden Schwesterschiffe sind 240 Meter lang, 32 Meter breit und 51 Meter hoch. Sie bieten auf 5500 Lademetern Platz für bis zu 230 Pkw. Die beiden Fähren können über Doppelrampen in Hoek van Holland und Harwich sowohl über den Bug als auch über das Heck auf 2 Decks gleichzeitig be- oder entladen werden. 1200 Passagiere finden in 538 Kabinen Platz. 85 Crewmitglieder kümmern sich um den reibungslosen Ablauf an Bord. Die beiden Fähren können bis zu 22 Knoten, also ca. 41 km/h schnell fahren. Neben mehreren Bars und Restaurants an Bord gibt es auch ein Kaffeehaus, einen Duty-Free-Shop sowie einen Spielbereich für Kinder und Jugendliche, der unter anderem mit Spielekonsolen und interaktiven Touchscreens ausgestattet ist. Die beiden Schwesterschiffe erhielten Ende 2016 bzw. Anfang 2017 während eines umfangreichen Werftaufenthaltes unter anderem Scrubber zur Abgasreinigung. Am 17. Januar 2018 brach an Bord der Stena Britannica auf dem Weg von Hoek van Holland nach Harwich ein Feuer an einem Kühlauflieger aus. Dieses griff auch auf benachbarte Auflieger über, konnte aber nach einiger Zeit mit bordeigenen Mitteln gelöscht werden. Die Stena Britannica musste daraufhin für einige Tage zur Beseitigung der Schäden in die Werft. Anfang 2024 erhielten die beiden Schwesterschiffe eine umfangreiche Modernisierung. In nur 18 Tagen pro Schiff wurde unter anderem der Rumpf der Schiffe mit einer neuen Spezialfarbe gestrichen, um die Reibung zu verringern und so bis zu 780.000 Liter Kraftstoff pro Jahr einzusparen. Die neue Farbe ist dabei resistenter gegen Umwelteinflüsse und muss nicht wie bisher alle 2 Jahre, sondern lediglich alle 8 Jahre erneuert werden. Zusätzlich wurde die Passagierkapazität durch eine Neuanordnung der Sitzgelegenheiten um 100 erhöht. Gleichzeitig entschied man sich bei Stena Line aufgrund des Feedbacks der Fahrgäste, das frühere à la carte Restaurant durch eine neue Stena Plus Lounge zu ersetzen. Für einen Aufpreis von 25 Pfund können Fahrgäste die Lounge nutzen, in der es unter anderem kostenlose heiße und kalte Getränke sowie verschiedene Snacks gibt. Die Fähren wurden außerdem mit der Satellitentechnologie Starlink ausgerüstet, die eine schnellere und stabilere Internetverbindung während der Überfahrt ermöglicht.
Bist du schon einmal mit der Stena Britannica oder der Stena Hollandica gefahren? Dann würden wir uns sehr über deine Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Selbstverständlich darfst du aber auch wie immer bei Fragen oder Anmerkungen den Kommentarbereich nutzen. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Wenn du noch etwas über eine weitere Fähre von Stena Line erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fan-News Spotlight empfehlen. Darin ging es um einen echten Generationenwechsel auf der Verbindung Travemünde-Liepaja. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald.